Hallo und herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu einem weiteren Schulungsvideo im Zusammenhang mit dem Traden auf Wettbörsen. Heute werden wir uns anschauen eine Situation, wo wir zuerst für eine Situation setzen, sogenannte Backwetten eingehen und dann aber dieses Spiel, der Verlauf von diesem Spiel gegen uns geht und wir ein sogenanntes Redbook dann erstellen wollen. Ja, mein Name ist Daniel Winterholzinger von der Sports Betting Academy, der größten deutschsprachigen Bildungsplattform für das Thema des professionellen Sportwettens. Und Sie sehen hier wieder einen Auszug aus dem Live-Coaching-Programm, welches jeden Sonntag stattfindet, wo wir mit vielen Teilnehmern auf Wettbörsen zusammen traden und lernen, wie das in der Praxis funktioniert. Und dazu gehört es auch, in der Lage zu sein, wenn der Trade gegen uns läuft, dass wir unsere Verluste reduzieren. Denn eines ist auch klar, wenn wir Trading betreiben auf Wettbörsen, werden wir nicht jeden Trade gewinnen können. Aber wir haben, abhängig welche Strategie wir fahren, immer noch die Möglichkeit, unsere Verluste zu reduzieren. Und das möchte ich heute mit diesem Fallbeispiel hier etwas näher bringen. Und zwar schauen wir uns hier an eine Kombination aus Multiback mit einem Redbook. Das heißt, bei dieser Technik werden wir mehrere Backwetten eingehen und zu einem späteren Zeitpunkt wird eben der Verlust gleichmäßig über eine Laywette aufgeteilt. Und damit man das einmal mit einem Beispiel sieht, habe ich hier das Spiel England gegen Frankreich von der Weltmeisterschaft 2022 vorbereitet mit dem Markt wieder unter 2,5 $. Das heißt, wir tendieren zum Beispiel zu Spielbeginn auf das unter 2,5 $ und backen dies auch mit der Quote 1,84. Und dann fällt zum Beispiel in den ersten paar Minuten schon das erste Tor. Und dann kaufen wir zum Beispiel bei der Quote 3,5 noch einmal nach und sagen, es geht immer noch unter 2,5 $ aus und spekulieren darauf, dass wir dann zum Beispiel zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Profit wieder raustraden können. Und jetzt kann natürlich passieren, dass zum Beispiel noch ein zweites Tor fällt und die Quote zum Beispiel hier auf 8,0 ansteigt. Und genau um das geht es jetzt, wenn die Quote hier zum Beispiel auf 8,0 ansteigt, wollen wir jetzt da diesen Trade schließen, weil wenn jetzt noch ein weiteres Tor fällt, würden wir ja 100% von unserem Einsatz verlieren. Und jetzt stellt sich die Frage, naja, wenn ich jetzt da hier bei der Quote 8 zum Beispiel den Trade schließen möchte, wie funktioniert das? Wie hoch ist dann mein Verlust? Wie viel kann ich hier mir einsparen? Und das schauen wir jetzt in diesem Video genauer an. Hier sieht man wieder die Börse, wo wir eben auf der einen Seite das unter 2,5 $ sehen mit der Quote 1,84 und das Risiko, was ich eben hier maximal eingehen möchte, sind 100 €. Das heißt, es werden hier zum Beispiel zwei Backwetten platziert. Das heißt, die erste Wette zu Spielbeginn mit 50 € und wenn zum Beispiel das erste Tor gefallen ist, noch einmal mit 50 €. Und sollte es dann noch ein zweites Tor geben, dann wollen wir den Trade schließen. Somit ist halt maximal unser Risiko hier wieder 100 €. Damit das funktioniert, brauchen Sie den Trading-Rechner von der Sports Betting Academy, der Ihnen dabei hilft, die richtigen Einsätze zu ermitteln. Sie sehen jetzt da hier zum Beispiel die Vorbereitung, wo ich zum Beispiel bei Spielbeginn die Quote 1,84 mit 50 € gespielt habe und zum Beispiel, wenn das Tor gefallen ist, das erste, bei der Quote 3,5 noch einmal 50 € kaufe. Also so könnte das jetzt live ausschauen, wenn man mit dem gerade live arbeitet. Und ja, so ist einmal der nächste Schritt, dass eben diese Backwetten platziert werden müssen. Im dritten Schritt geht es jetzt aber genau um diese Situation, dass zum Beispiel jetzt noch ein weiteres Tor fällt und die Quote jetzt auf 8,0 ansteigt und wir hier aus diesem Trade aussteigen wollen, aber eben unser sogenanntes Redbook hier erstellen wollen, so dass wir eben nicht mehr das volle Risiko haben von 100 €. Das funktioniert dann so, wenn Sie zum Beispiel bei diesem Rechner dann hier die Lay-Quote, hier ist Exit Trade, wenn Sie hier bei der Lay-Quote die Quote 8 eingeben und hier das Redbook ausgewählt haben, dann wird hier eine Berechnung durchgeführt und dann sehen Sie, dass der Lay-Einsatz, also gegen das unter 2,5 bei der Quote 8, 33,38 € beträgt. Und dies bedeutet, dass wir ab diesem Zeitpunkt, wenn wir diese Laywette eingegangen sind, hier unseren Verlust auf alle Seiten aufteilen. Das heißt, es spielt dann keine Rolle mehr, wie das Spiel jetzt ausgeht. Wir werden hier in allen Fällen 66,66 € hier
verlieren. Das heißt, mit diesem Fallbeispiel 2/3 von unserem Einsatz. Und wir können eben aber über diesen Weg einen Teil von unserem Risiko wieder eliminieren und reduzieren, dass wir eben nicht 100% verlieren. Und somit haben wir eben im 4. Schritt, wenn ich das machen möchte, ein Redbook, eben hier die Aufgabe, dass wir eben diese Leihwette wie gezeigt durchführen. Es gibt dann hier noch eine Potenzialanalyse. Es besteht eben durch diese Herangehensweise die Möglichkeit, eben den Verlust zu reduzieren, so dass ich eben nicht die vollen 100 € hier als Risiko bis zum Ende akzeptieren muss. Wenn Sie noch weitere Fallbeispiele kennenlernen wollen und Sie sich mit mir unterhalten wollen, auch über das Thema des Tradens auf Wettbörsen, dann lade ich Sie jetzt ein, unterhalb von diesem Video einen unverbindlichen, kostenfreien Infocall mit mir zu buchen, wo wir uns persönlich auch über das Thema des Tradings unterhalten können, oder ich kann Ihnen auch zeigen, wie unser Bildungsbereich in diesem Abschnitt aufgebaut ist. Sie haben jetzt die Möglichkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute, weiterhin mit Ihren Sportwetten und bis zum nächsten Video.